Hallo zusammen! Möchtest auch du so ein knuspriges Roggen-Vollkorn-Sauerteigbrot backen? Dann sieh dir das Video bis zum Ende an. Das Brot bleibt tagelang frisch und saftig. Für den Vorteig benötigst du den Sauerteigansatz aus dem Kühlschrank. Von diesem gibst du 60 Gramm in eine Schüssel. Als nächstes geben wir 150 Gramm Wasser dazu. Die Temperatur des Wassers sollte zwischen 34 und 36 Grad haben. Jetzt wird das Ganze einmal gut miteinander vermischt und als nächstes geben wir 150 Gramm Roggen-Vollkornmehl dazu. Die Masse wird jetzt so lange verrührt, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind. Das Brot nimmt zwar einige Zeit in Anspruch, aber dafür lohnt es sich. Jetzt wird der Vorteig noch zugedeckt. Ich lasse meinen Vorteig über Nacht rasten. Für unseren Hauptteig wäre es von Vorteil, wenn ihr eine Küchenmaschine habt. Denn ansonsten wird es schwierig, den Teig von euren Händen zu bekommen. Als erstes gebt ihr 760 Gramm lauwarmes Wasser in die Schüssel. Danach kommen alle trockenen Zutaten. 1 Kilogramm Roggen-Vollkornmehl, einen Teelöffel Brotgewürz sowie 20 Gramm Salz. Und zu guter Letzt kommt die wichtigste Zutat für unseren Teig, unser Vorteig. Wenn euer Vorteig auch so aussieht wie bei uns auf dem Video, dann hat er lange genug gerastet. Davon kommen dann 300 Gramm in die Schüssel dazu. Jetzt wird der Teig noch gut geknetet. Achtet beim Kneten darauf, dass ihr den Teig nur so lange knetet, bis alle Zutaten gut miteinander vermischt sind. Jetzt kann der Teig auch schon in die Schüssel. Ich verwende für jeden Brotteig eine Germschüssel. Solltet ihr aber keine Germschüssel haben, dann nehmt unbedingt eine Schüssel, die ihr verschließen könnt, da sonst euer Teig austrocknet. Jetzt braucht der Teig wieder 8 bis 9 Stunden circa zum Rasten. Beim Öffnen der Schüssel kann man den Sauerteig jetzt schon richtig riechen. Die 2 Gärkörbchen gehören jetzt richtig gut mit Mehl bestäubt. Denn ansonsten bleiben nach dem Backen Teigreste darin kleben. Hierfür verwende ich wieder Roggen-Vollkornmehl.
Nun könnt ihr den Teig in die Gärkörbchen füllen. Wie ihr sehen könnt, verwende ich 2 Teigspachteln, die unbedingt nötig sind. Jetzt den Teig noch gut in die Körbchen drücken. Danach noch den Teig mit einem Geschirrtuch zudecken und eine Stunde rasten lassen. Wenn ihr die Körbchen gut bemehlt habt, dann lassen sie sich gut herausstürzen. Jetzt könnt ihr euer Brot noch ein bisschen formen. Und ab damit in den Ofen. Jetzt müsst ihr euer Brot bei 200 Grad für 40 Minuten und viel Dampf backen. Ich nehme bei unserem Miele-Ofen immer 3 Dampfstöße. Hat dir dieses Video gefallen? Dann lass uns gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal.